Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Ja, hallo auch von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist Tag 160. Genau. Thema heute ist menschliche Kommunikation. Wir lernen 15 wichtige Wörter für den Alltag. Wörter, die ihr wirklich jeden Tag braucht, um euch besser zu verständigen. Richtig. Aber bevor wir da richtig tief reingehen, haben wir noch was Spezielles für euch. Willkommen zurück. Heute zeigen wir euch eine sehr effektive Methode, um eure Aussprache zu verbessern. Und zwar Shadowing. Oh ja, Shadowing ist super. Beim Shadowing sprecht ihr nämlich fast gleichzeitig mit dem Sprecher. Genau. Hier sind 3 einfache Schritte für euch. Schritt 1 ist Zuhören. Hört zuerst nur zu. Achtet auf die Aussprache, die Betonung und die Pausen. Denkt nicht an Grammatik. Hört nur den Klang. Ja, das ist echt wichtig. Dann kommt Schritt 2, Mitsprechen. Jetzt sprecht ihr mit, versucht genauso zu sprechen wie der Sprecher. Achtet auf Tempo, Stimme und Gefühl. Und dann Schritt 3, Aufnehmen. Nehmt euch selbst auf. Vergleicht eure Stimme mit dem Original. So erkennt ihr eure Fehler und könnt euch verbessern. Absolut. Und hier noch ein wichtiger Hinweis. Bitte lest nicht nur still mit. Shadowing funktioniert nur, wenn ihr laut sprecht. Ja, genau. Euer Mund muss die Bewegungen trainieren. Das ist quasi wie Sport. Ganz genau. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Dort hört ihr nämlich unsere Mini-Story mit allen Wörtern. Also, lass uns direkt mit dem ersten Wort starten. Jede Kommunikation beginnt ja damit, dass wir etwas aus unserem Kopf nach draußen bringen wollen. Richtig. Das bringt uns zu unserem ersten Verb. Ausdrücken. Auf Englisch sagt man to express. Das perfekt ist, hat ausgedrückt. Genau, ausdrücken bedeutet, dass man seine Gedanken oder auch Gefühle in Worte fasst. Ein einfacher Satz für den Alltag wäre, ich kann meine Gefühle gut ausdrücken. Und das ist ja oft gar nicht so leicht, oder? Gerade wenn man eine Fremdsprache spricht. Nee, überhaupt nicht. Man hat eine riesige Wolke an Gefühlen im Kopf und die muss man durch diesen engen Filter der Sprache pressen. Ja, voll. Und das Resultat von diesem Ausdrücken, also das, was wir auf die Reise schicken, das ist unser zweites Wort. Die Botschaft. Ah ja, die Botschaft. Auf Englisch Message. Das ist der inhaltliche Kern von dem, was man sagt. Zum Beispiel, die Botschaft des Chefs war sehr deutlich. Aber weißt du, oft fühlt sich das für mich wie ein Paketdienst an. Ein Paketdienst? Wie meinst du das? Naja, ich verpacke meine Gefühle mit viel Mühe in dieses Paket, also in die Botschaft, und schicke es los. Aber manchmal kommt das Paket völlig kaputt an. Haha. Ja, das ist ein super Bild. Eine Botschaft allein reicht eben nicht. Kommunikation entsteht erst durch unser drittes Wort, der Austausch. Ah, der Austausch. Auf Englisch the exchange. Das ist, wenn 2 oder mehr Personen miteinander sprechen und Informationen teilen. Ein Austausch im Team hilft, alle auf dem gleichen Stand zu halten. Genau. Aber wir kennen das alle, oder? Oft tauscht man nur leere Kartons aus. Sowas wie, hallo, wie geht's? Danke, gut. Ja, das ist zwar ein Austausch, bringt uns aber nicht wirklich weiter. Richtig. Deshalb suchen wir immer nach Gesprächen, die wirklich Sinn machen. Das bringt uns zu Wort Nummer 4. Gehaltvoll. Gehaltvoll. Auf Englisch substantial. Gehaltvoll bedeutet, dass ein Gespräch viel Inhalt oder Tiefe besitzt, also nicht oberflächlich ist. Ein gutes Beispiel dafür, ein gehaltvolles Gespräch gibt uns oft neue Impulse und Ideen. Okay, also wir haben jetzt das Paket, die Botschaft versendet. Aber warum verstehen wir uns trotzdem oft falsch? Wir suchen doch immer die perfekten Worte aus. Ja, wir sind völlig besessen von den perfekten Worten. Aber das Wie ist oft viel lauter als das Was. Und da sind wir bei Wort Nummer 5, der Tonfall. Oh ja, der Tonfall. Auf Englisch Tone of Voice. Das beschreibt, wie unsere Stimme klingt. Ob wir höflich, scharf, leise oder genervt klingen. Exakt. Ein Beispielsatz für euch. Man hat die Botschaft verstanden, aber sie kam durch den Tonfall etwas zu scharf rüber. Krass, ja. Der Tonfall kann den besten Satz komplett kaputt machen. Und es gibt da ja auch noch diese ganz, ganz feinen Unterschiede. Du meinst unser Wort Nummer 6, die Nuance. Auf Englisch Nuance. Genau. Eine Nuance ist ein winziger, feiner Unterschied in der Bedeutung oder im Klang. Zum Beispiel, besonders in einer fremden Sprache, sind Nuancen oft schwer zu verstehen. Absolut. Eine kleine Pause beim Sprechen kann in einer Kultur Respekt bedeuten und in der anderen ist es plötzlich unhöflich.
Das ist so kompliziert. Und wir haben ja noch nicht mal über den Körper gesprochen. Das ist wahr. Der Körper spricht ja immer mit. Unser 7. Wort ist nonverbal. Auf Englisch nonverbal. Nonverbal heißt komplett ohne Worte. Nur durch Mimik, Gestik oder Blickkontakt. Ein Großteil unserer Kommunikation verläuft nonverbal. Ja, stell dir vor, jemand sagt, ich freue mich sehr, verschränkt aber die Arme und schaut böse. Da glaubt man dem Körper sofort mehr als den Worten, oder? Auf jeden Fall. Unser Gehirn vertraut immer der Körpersprache. Und kurz bevor wir uns anschauen, welche Probleme das macht, haben wir noch eine kleine Bitte an euch. Ja, genau. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Das unterstützt uns sehr. Danke euch. Also, zurück zum Thema. Wenn Körper und Worte nicht zusammenpassen, dann wird's richtig gefährlich, weißt du? Ja, weil wir dann anfangen müssen zu raten, was der andere wirklich meint. Und das ist Wort Nummer 8. Interpretieren. Auf Englisch to interpret. Imperfekt hat interpretiert. Interpretieren bedeutet, etwas auf eine bestimmte Weise zu verstehen oder zu deuten. Ein guter Tipp für den Alltag: Wir sollten das Verhalten unseres Partners nicht sofort negativ interpretieren. Das passiert aber so schnell, besonders bei Textnachrichten auf dem Handy. Da fehlt ja der Tonfall und auch das Nonverbale. Oh ja, Textnachrichten sind da extrem gefährlich. Das ist der perfekte Ort für unser Wort Nummer 9, missverständlich. Missverständlich. Auf Englisch ambiguous. Das sind Worte oder Sätze, die man leicht falsch auffassen kann. Zum Beispiel bei E-Mails muss man aufpassen, keine missverständlichen Formulierungen zu nutzen. Und wenn wir etwas missverständlich formulieren, dann passiert unweigerlich das nächste Wort, Nummer 10, missverstehen. Ja, das ist leider die Konsequenz. Missverstehen heißt, man versteht etwas anders, als es gemeint war. Auf Englisch to misunderstand. Das Perfekt ist, hat missverstanden. Ein Satz, den ihr sicher alle kennt. Entschuldigung, da haben wir uns sicher missverstanden, so habe ich das nicht gemeint. Das ist echt so ein Standardsatz im Büro, oder? Absolut. Aber jetzt müssen wir uns mal fragen, wie wir diese ganzen Missverständnisse reparieren können. Wie kommen wir da wieder raus? Ja, wir müssen diese Mehrdeutigkeit weglassen. Das bringt uns zu Wort 11, klar, auf Englisch clear. Klar bedeutet einfach, dass etwas eindeutig und leicht verständlich ist. Eine goldene Regel im Beruf. Du musst deine Anforderungen immer klar formulieren. Ja, Klarheit ist so wichtig und oft gehört dazu auch unser 12. Wort, direkt, auf Englisch direct. Direkt heißt ohne Umschweife oder gerade heraus. Er hat eine sehr direkte Art, offen seine Meinung zu sagen. Und Kollegen schätzen das oft. Aber man muss da echt aufpassen. Wenn Leute sagen, sie sind einfach nur direkt, sind sie manchmal auch einfach unfreundlich. Da hast du völlig recht. Direktheit ohne Empathie ist keine gute Kommunikation. Deshalb brauchen wir unbedingt Wort 13. Berücksichtigen. Auf Englisch to consider. Im Perfekt sagt man, hat berücksichtigt. Berücksichtigen heißt, dass man auf jemanden oder auf etwas Rücksicht nimmt. Ein tolles Beispiel aus der Quelle: Bei der eigenen Argumentation muss man zwingend die Sichtweise der anderen Teilnehmer berücksichtigen. Ja, man muss überlegen, wie die eigenen klaren Worte beim anderen eigentlich ankommen. Nur dann kann der andere auch gut auf uns reagieren. Und reagieren ist das perfekte Stichwort für Wort 14, erwidern. Auf Englisch to reply oder to retort. Das Perfekt ist, hat erwidert. Erwidern bedeutet, dass man auf eine Aussage antwortet oder reagiert. Zum Beispiel, auf eine höfliche Begrüßung hat er leider nur kurz und knapp erwidert. Das passiert, wenn man vielleicht gestresst ist. Aber was ist eigentlich, wenn gar nichts mehr hilft? Wenn der Streit da ist und keiner den anderen mehr versteht? Dann hilft nur noch Hilfe von außen. Unser 15. und letztes Wort, die Vermittlung. Auf Englisch Mediation. Genau. Die Vermittlung ist der Versuch, in einem Streit zwischen zwei Seiten eine gute Lösung zu finden. Bei einem verfahrenen Konflikt ist eine neutrale Vermittlung durch einen Dritten oft der einzige Weg zur Rettung. Das ist wie so eine Art Filter, der den bösen Tonfall wegnimmt, oder? Ganz genau. Ein wunderbares Bild. Und jetzt, wo wir alle 15 Wörter haben, wollen wir sehen, wie das im echten Leben aussieht. Oh ja, seid ihr bereit? Hier kommt unsere Mini-Story. Also, stellt euch vor, Anna und Ben arbeiten im gleichen Team. Anna hat eine geniale Idee, aber leider kann sie sich nicht immer so gut ausdrücken. Ja, und deshalb schreibt sie eine E-Mail,
deren Botschaft total missverständlich ist. Ben liest die Nachricht und weil Anna so undeutlich geschrieben hat, hat er den Text sofort negativ interpretiert. Da haben sich die beiden echt komplett missverstanden. Am nächsten Morgen treffen sie sich dann in der Kaffeeküche. Der Austausch zwischen den beiden ist leider überhaupt nicht gehaltvoll. Nee, gar nicht. Bens Tonfall ist richtig kühl. Und auch nonverbal zeigt er, dass er wütend ist, weil er verschränkt die Arme und schaut weg. Anna bemerkt diese Nuance in seinem Verhalten natürlich sofort. Sie entscheidet sich, das Problem direkt anzusprechen. Sie sagt zu ihm, Ben, bitte sei ganz klar mit mir. Habe ich etwas Falsches geschrieben? Darauf hat Ben nur ganz leise erwidert, dass er ihre Kritik nicht fair fand. Anna ist aber ruhig geblieben. Sie hat berücksichtigt, dass Ben gerade viel Stress hat und hat ihm in Ruhe ihre eigentliche Idee erklärt. Und siehe da, durch das offene Gespräch haben sie das Problem gelöst. Eine Vermittlung durch den Chef brauchten sie zum Glück gar nicht mehr. Wow, Ende gut, alles gut. Es ist echt faszinierend, wie diese 15 Wörter den kompletten Zyklus unserer menschlichen Beziehungen abbilden, oder? Ja, vom ersten Austausch über dieses unweigerliche Missverständnis bis hin zur rettenden Vermittlung. Und bevor wir uns für heute verabschieden, haben wir noch einen ganz bestimmten Gedanken für euch. Etwas zum Nachdenken. Genau, wir verwenden alle im Job so unfassbar viel Zeit darauf, unsere E-Mails klar und direkt zu formulieren. Wir tippen, wir löschen, wir tippen wieder. Das kenne ich nur zu gut. Aber was wäre, wenn wir ab morgen genau dieselbe Energie in unsere nonverbale Kommunikation und in unseren Tonfall stecken würden? Oh, wow. Das ist eine echt gute Frage. Erzählt euer Körper in genau diesem Moment vielleicht eine ganz andere Geschichte als eure sorgfältig gewählten Worte? Das ist etwas, das ihr in euer nächstes Gespräch mitnehmen solltet. Ein super Schlussgedanke. Und jetzt seid ihr wieder dran. Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Wir lesen das sehr gerne. Ja, und abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Morgen sprechen wir über Arbeitsverträge und Rechte. Das wird auch super spannend. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen bei Alltag Deutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch. Macht's gut. Tschüss.